Moin Freunde, es geht wieder weiter in unserer Chaoskolonie, in den ganzen DLC-Universum hier. Und ja, ich weiß nicht, was es war, was ich mal für eine Mod oder so drauf hatte, weil ja, irgendwie konnten wir keine Erfolge mehr auf der anderen Map kriegen. Vielleicht war es irgendein Update oder so, aber ich habe jetzt nochmal probiert, alles Mögliche relativ genauso zu machen wie letztens. Gleiche Map, gleiches ja, Layout und alles. Ein paar Sachen habe ich korrigiert, ein paar Sachen sind jetzt schon fortgeschrittener, ein paar nicht so. Und wir gehen jetzt erstmal über alles drüber, was ich hier gemacht habe, die ersten 5 Minuten. Auf jeden Fall wieder gleiche Kolonie. Ich habe hier alles relativ gleich aufgebaut, relativ gut und die Teile funktionieren endlich, die Dampfturbinen. So, auf jeden Fall. Erstens, hier drinne haben wir die bis jetzt noch. Ja, die müsste ich eigentlich hier runter machen, aber ich möchte erstmal ein paar andere Sachen noch machen, bevor ich die hier runter nochmal verfrachte. Das Teil weiß ich nicht mal, ob wir es soweit überhaupt hatten, angeschlossen hatten. Ich glaube aber, weil mir ist das erst aufgefallen mit den Erfolgen, nachdem ich einen Erfolg gemacht hatte und ich genau drauf geschaut habe, dass ich den kriege. Und dann ist es mir aufgefallen, oh, ich habe schon ein paar Erfolge nicht gekriegt, die ich eigentlich hätte haben sollen. Und da kam es mir dann, ich habe die letzten Erfolge gar nicht gekriegt, also ja. Auf jeden Fall, jetzt kommt es erstmal hier. So, das hier hat sich nochmal ganz geändert. Das ist jetzt finales Design von den beiden. Das hier ist relativ gleich geblieben. Hier das, ja, muss ich noch irgendwie in die Sauna später umversetzen. Gleich geblieben alles. Hier auch alles gleich geblieben. Bis auf, dass ich den hier jetzt erforscht habe. Obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass ich den schon mal erforscht habe. Dann haben wir irgendwie anscheinend mal einen mutierten Samen hier gekriegt von den Tautropfen. So, das alles relativ gleich geblieben. Ich habe auch probiert, Duplikanten relativ gleich zu haben noch. Hier das Forschungslabor mit allem drum und dran. Das Einzige, was wir geändert haben, oder ich persönlich, dass hier in der Küche kommt mit hier einen Kühlungsloop. Der mit Pythoöl ist, weil den kann man ganz schön gut runterkühlen. So, dann hier oben direkt mal das Eck. Habe ich geschafft anzuwerfen und zwar mit, ja, verschmutztem Wasser. Genauso wie hier oben habe ich verschmutztes Wasser reingemacht, weil jetzt kommt... Erstmal muss ich auf verschmutztes Wasser draufgehen. Warte mal, irgendwo müssen wir doch in der Base was haben. Genau, hier. Weil jetzt kommt nämlich der Unterschied zwischen verschmutztem Wasser und ja, dem Quecksilber ist die Wärmekapazität. Leitfähigkeit ist eigentlich, ja, sagen wir so, bei Flüssigkeiten, die in Rohren oder so sind, ist Leitfähigkeit nicht unbedingt das Ausschlaggebende. Die Wärmekapazität ist es. Und die ist hoch. Weil sagen wir, die hier kühlen um eine Einheit herunter. Halt, die hier nehmen jetzt Grad. Die hier machen 1 Grad. Dann hat der hier quasi 4 Grad in der Wärmekapazität und kann das hier verteilen. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Quecksilber hat halt eine sehr schlechte Wärmekapazität. Weil hier Quecksilber hat eine Wärmekapazität von 0,14. Also hat, wenn man es hier durchleitet, von den 1 nur 0,14 übernommen. Aber dafür übernimmt es halt die Wärme deutlich schneller. Also Wärmekapazität für Wärme gut, für Kälte scheiße. Und wir müssen eigentlich Quecksilber hier rein noch tun, irgendwie. Was ich mir vorgestellt habe, weil die Flüssigkeit ja kühl bleiben muss, relativ. Ich mache hier einfach einen riesen Wirrwarr mit den Radiatorrohren und fülle das mit Quecksilber. Weil hier ist es egal, Hauptsache wir kommen nicht über die Überhitzungstemperatur und Quecksilber hat eine sehr hohe Überhitzungstemperatur. Dann das Eck hier habe ich nochmal leicht anders gemacht, wenn ihr sehen könnt. Und wir sind gerade so auf einem, ja, relativ stabilen Maß. Wir kriegen ein bisschen mehr Soleis rein und ja, es funktioniert relativ gut alles. Ich habe hier drin auch Wasserstoff, was ich sehr weit runterkühle, aber gerade so genügend, dass das Chlorgas nicht flüssig wird. Und das Eis halt so weit bleibt, das ist das Blöde.
Das muss ein Chlorgas sein, am besten das ganze Zeug, weil die hier Chlorgas erzeugen, aber ja. Das Chlorgas hat halt nicht gerade so eine hohe Temperaturunterschied von ihm hier. 22 Grad, ich glaube Chlorgas war 5. Ah, nee. Ja, okay, 13 Grad minus, allerdings kann ich so nicht genau einstellen. Und dadurch musste ich halt die hier nehmen. Ihr könnt hier auch sehen, Erde, das war eigentlich mal Alge, weil ich hier Pythoöl drin hatte, aber nicht ganz funktioniert hatte. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Know-how, wieso die ganze Base funktioniert. Die Bienenfarm, die wir ja, ich glaube, letzte Folge gemacht haben. Ja, ich habe die quasi nochmal verdoppelt und die läuft jetzt schon ein bisschen, wie man hier bei jedem einzelnen, bei jedem einzelnen Teil sehen kann. Was ist eigentlich Teil für, ja, auf Deutsch gesagt, das deutsche Wort dafür? Und was ich eigentlich die Folge noch machen wollte, nachdem wir alles geklärt haben, mal die Erdgasgeysire so weit anschließen, dass ich so eine unendliche Quelle hier oben drauf machen kann, damit wir vielleicht auch mal Erdgaspower kriegen könnten. Aber jetzt muss ich eigentlich bald mal hier ein paar mehr von denen hinmachen und wir haben ein sehr, sehr, sehr großes Stahlproblem. Und wie ich gerade bemerke, wird das hier langsam leer. Oh. Ja, okay, dann muss ich doch mal ein bisschen mehr auf Automatisierung bald gehen. Und das Teil habe ich jetzt auch inzwischen hier mit angeschlossen, weil, komm schon, wir verbrauchen das Teil hier eigentlich so gut wie gar nicht. Gut, okay, also damit wäre relativ der größte Mist alles geklärt. Und wir können eigentlich direkt mal anfangen. Ja komm, wir fangen mit der Küche an. Weil hier, ich habe jetzt schon nahezu alles vorbereitet. Was wir noch machen müssen, was jetzt blöd wird, weil ich einiges wieder abreißen müsste. Ja, muss ich übrigens, hier habe ich Wasserstoff drin, weil sterile Atmosphäre und geht halt nicht so schnell in flüssigen Zustand über. Und hier ist halt, ja, eine Kühlplatte, damit es kühl bleibt, mein Essen, was darunter fällt. Gut. Wir müssen hier aber noch definitiv den Wasserstand bis hier hoch irgendwie am besten füllen. Nur dafür habe ich jetzt ein kleines Problem. Ich glaube nämlich, ich kann, wenn ich... Ja. Dafür müsste ich die beiden Sachen jetzt erstmal wieder zerstören. Und die nächste Sache ist, irgendwie muss ich jetzt dann auch wieder mal hier das Gas wegbringen. Ich würde es am liebsten auch einfach wieder runterfallen lassen, aber ich könnte es auch einfach in meiner Base irgendwie hier unten, ja, rausbringen. So, ja gut, so zerstört es jetzt erstmal. Auf jeden Fall jetzt hier mal Essen ein bisschen regeln. Und wir nehmen natürlich so viele Skins wie möglich. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich einen Smoker machen will oder zwei. Das weiß ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall will ich es so gut wie möglich noch automatisiert machen, die Küche. Also muss dieses Interaktive hierhin mindestens. Gut, okay, also müsste der Smoker hierhin. Am besten aus Goldamalgam, damit wir nochmal ein bisschen mehr Deko kriegen. Auf jeden Fall will ich halt einen Smoker haben. Das ist ein No-Go. Das ist ein No-Brainer, der Smoker. So, dann hier oben mache ich mal, ja. Würde ich mal die normale Küche hinmachen. Und wir machen natürlich hier noch sowas hin. Einfach nur, damit die Küche auch zählt. Das muss natürlich hin. So, hoho, jetzt ist die Frage. Ja komm, ich mach mal hier hin. Und schließe die mal an. Die sind ja eh nicht, worüber wir die Hauptproduktion dann machen eigentlich. Und zum Schluss möchte ich eigentlich auch, ja, das große Teil hier wieder irgendwie hingestellt haben. So, Magmatit bitte alles mögliche, der Smoker. Und jetzt ist die Frage, leite ich es hier runter, leite ich es ins Weltall oder wohin werde ich es leiten? Ich könnte es, ja... Ich könnte es hierhin mal probieren. Mal sehen, was dann passiert. Warte mal. Hier. Wir führen es mal hier entlang.
Und dadurch, weil wir jetzt kein Krankenhaus haben, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich habe das hier soweit gemacht. Einfaches System, damit wir endlich mal hier Getriebebalsam für unseren bionischen Rang kriegen. Und ich bemerke gerade schon, wir müssen nochmal durchmoppen. Und wie sieht es hier oben aus? Ja, das Vakuum steht sogar auch mal wieder. Da habe ich jetzt die letzten Tage mal irgendwie dran probiert. Weil hier das Leiterkabel und alles durchgeht. Ich musste da sogar eine Pumpe aus Stahl hinstellen. Aber ich bin immer noch so überwältigt, wie viel scheiß Wasserstoff wir inzwischen hier drin haben. So, würde das jetzt als Küche zählen? Nee, noch nicht. Warte mal, wie groß kann eigentlich eine Küche sein? Wird das gleich angezeigt oder nicht? Ah, hier, 96, okay. Damit sind wir gerade so noch im Rahmen alles. So, das Teil ist erstmal auf Prio 0. Und jetzt kommt das Witzigste. Den Mist hier auffüllen, bitte einmal. Und zwar mit Wasser bis hier oben hin, damit auch bitte schon alle Tiere sterben werden. So, hohoi. Und hier kam anscheinend wieder eine Ladung rein, genau. Wir kühlen es ja auf, wie viel waren es? 20 Grad herunter. Eben. So. Ja, die bauen hier alles noch, damit relativ gleichmäßig die Temperatur bald mal wird, weil wenn wir mal hier drauf schauen, relative Temperatur und wir machen mal auf, ich würde sagen 200 Grad, sieht man eindeutig, hier staut sich ein bisschen die Hitze und hier ist es im Vergleich schon kalt. Also ja, muss ich irgendwie Hitze auch darüber bringen. Nur, ja, das ganze Neutronium hier ist halt ein sehr, sehr großes Problem und ein viel zu großer Isolator. Ich frage mich schon, wann eigentlich die Leitern wieder schmelzen werden, obwohl die aus Obsidian sind. Aber na gut. Darüber wieder genug geredet. Jetzt können wir mal hier das wieder machen. Und die hier müssen aus Goldamalgam werden. So, bitte auch. Ja, Prio 5. Und mit, ja, hier. Hier bitte schon mal raus. Jetzt hier nochmal normales Leiterkabel. Und was würde ich jetzt noch machen? Ja, genau, einmal. Obwohl, nee. Kann ich ja noch nicht ganz ablassen. Erst einmal muss hier noch eine manuelle Tür hin. So, übrigens, ich werde hier doch mal das ganze Granit, was ich hier habe, wegmachen und zu Magmatitum ändern. Heißt also, es wird ein sehr, sehr großes Problem geben und alles. Ich weiß nicht, wie ich es bewältigen werde. Hoffentlich kriege ich es hin. So, und jetzt bahnt sich gerade ein Nieser an. Vielleicht könnte es laut werden, ich weiß nicht. Und das muss ich dann auch noch alles aufräumen, das dann alles leer pumpen. Und jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Atmosensor. Hier ist er. Weil das wird mit das Wichtigste werden, dass die Pumpe einfach nicht durchgängig laufen tut. Und 1:1 das gleiche hierhin, aber nur umgedreht theoretisch. Und wieso ist hier oben Eis? Ich dachte, ich hätte es schon längst abgebaut. So, ebenfalls das hier und hier gehen wir auch da hoch. So, jetzt noch ebenfalls das Kabel einmal hierher und ich bin am Überlegen, ob ich das sogar nicht hier dran anschließe. So, und ich muss auch überlegen, was ich mit den Bienen mache. Eigentlich würde ich die dann gerne hier irgendwie so ein kleines Naturreservoir für die machen. Und ich sehe gerade, dich habe ich noch nicht ganz ausgebaut. Schade. Na gut. Na gut. So, irgendwas wollte ich hier unten dann sogar noch machen, nachdem ich hier oben die Küche habe. Irgendwas wollte ich doch da unten noch machen. Irgendwas Küchenmäßiges. Ist jetzt nur die Frage, was? Wollte ich Rationsboxen oder so da unten? Oder Eierbrecher? Ich weiß es nicht ganz. Was wollte ich hier unten machen? Kann mir das nochmal jemand sagen? Wahrscheinlich kann es niemand. So, ja. Küche. Ich wollte das ja auch als Küche eigentlich verwenden, aber ich weiß nicht, was ich hier machen wollte. Nee.
Irgendwas wollte ich machen, aber ich weiß nicht was. Aber was ich jetzt gleich mal machen kann, verfluchen, dass der Smoker so groß ist. Obwohl, nee, aber ei, das wäre fast ins Auge gegangen. Aber na gut, dann schaffe ich hier keinen weiteren Smoker hin, weil ich brauche hier noch irgendwas, das hier dann das Zeug nimmt und wieder da rein tut. Und hier muss ich ihn so machen, aber ich hätte ihn dann wieder gerne so hier. Ach, da muss ich es doch umstellen. Schade. Schade. Na gut. Wir können uns jetzt hier oben erstmal mit beschäftigen. Vor allem Dingen, wie wir hoch können. Weil ich möchte ganz gerne wieder Vakuum und alles hier haben. Und zugleich könntet ihr bitte schon mal das Deck hier abbauen. Weil das wäre jetzt die nächste Sache. Irgendwie den Vulkan hier so weit machen, dass ja eigentlich nichts mehr darunter fallen wird, soweit. Halt eben so wieder einmal umschließen, alles groß ganz. Und bitte sagt mir, dass ihr es hinkriegen würdet. Ja, ihr könntet theoretisch da reingehen. Also, übrigens, ich habe mir so vorgenommen, dass spätestens bei Zyklus 1000 wir eine Rakete irgendwo hinschießen. Oder ihn hier inzwischen mal besiedeln bald. So. Und jetzt kommt eigentlich der witzige Teil. Alles Mögliche aufbauen und hoffen und beten, dass es funktioniert. Das sieht doch jetzt inzwischen gut aus. Also, wie es funktioniert. Hier reinkommt so eine Flüssigkeit, soweit, dass er nicht mehr verstopft ist. Dann kommt immer wieder hier Gas rein. Dadurch, weil keine zwei Elemente gleichzeitig da sein können, wird das Gas hochgeschoben. Und dadurch, weil der nicht, ja, wie heißt nochmal, Überdruck haben kann, wird immer mehr und mehr Gas einfach hier reingeschoben und zum Schluss sammelt sich das hier. Hier kann das Gas dann auch nicht mehr durch und hier ist zum Schluss einfach nur ein Vakuum, was dafür sorgt, wenn ich irgendwie was haben will, kann ich es hier nochmal rein platzieren. Und ich habe mir auch überlegt, noch so eine zweite Dadelfarm zu machen, hier oben hin und das, was hier oben ist, hier nochmal hinzumachen. Heißt, ich muss ihn hier am besten auch nochmal hoch zu platzieren, dass das hier dann geschlossen ist, soweit. Ungefähr so stelle ich es mir dann vor. Gut, aber was wir gleich noch machen können, jetzt mir gerade noch eingefallen ist, botanische Analysationsstation. Was auch natürlich wieder was verbraucht. Und zwar Strom. Gut, die können wir mal aufstellen und was ich auch noch mal aufstellen will, wenn ich sie überhaupt habe oder finden werde, nämlich so einen Geoteil. Forschung. Wie sieht meine Forschung aus? Nee, ich suche gerade nach so einem... Hier ist es. Der Geotuner. Den hätte ich nämlich ganz gerne ebenfalls noch. Hier, bitte. Das ist alles schön aus Goldamalgam gebaut. Dann passt hier alles. So. Übrigens hier, das ist das Kabel, wenn ihr euch fragt, woher ich hier den Strom beziehe. Ja, ich muss wahrscheinlich hier drüben nochmal was bauen. Und überhaupt muss ich hier, ja, dieses Chaos hier ein bisschen mehr aufräumen inzwischen. Weil es sieht zwar noch okay aus, aber es wird noch schlimm werden. Noch sehr, sehr viel schlimmer. Und das Eck hier unten ist, ja. Hier muss ich nochmal irgendwie Wasser drauf machen auf die zwei Teile, damit ja das ganze Zeug hier nicht mehr wirklich, ja, wie soll ich sagen, abgasen kann. Ist das so wirklich? Und wir machen immer noch deutlich mehr Plus. Wir waren bei, wie viel waren wir bei Anfang der Folge? 38. Jetzt sind wir bei 45. Und es ist nicht gerade so sehr viel Zeit vergangen. Und wir könnten eigentlich inzwischen das Zeug hier mal zerstören. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Oh, warte mal, alles. Alles hier drüben. Genau. So, Küche steht. Ich müsste hier nur noch wahrscheinlich ein paar Sachen nochmal anschließen.
Ach ja, und Strom, das Kabel wird absolut überfordert sein zum Schluss. So, ich möchte halt, dass die Küche halbwegs schön aussieht. Wie, ja, praktisch die ist nebensächlich. Ja, schade, kann es leider nicht mehr bedienen. Aber wenn wir irgendwann noch einen Herd haben oder so, kann ich hier hinstellen. Vielleicht kann ich den dann auch hier runter. Obwohl, den Herd könnte ich ja theoretisch halt wirklich hier runterstellen und dann für das Gasteil hier oben schon mal, ja. Ich mache das lieber jetzt, bevor ich es vergesse und ja, dann wieder überlege, wie ich es machen wollte und ja, es nicht funktioniert. Also, zerlegt mal bitte den Mist hier in der Ecke. Ja, hier und ihr, bitteschön, sollt alles Essbare. Hier kann ich es auch so auswählen. Ah, warte, hier oben war's. Bitte alles Essbare, was ihr nur irgendwie erwischen könnt, da wieder rein tun. Und jetzt kommt für mich die Frage. Macht es auch, wenn es im Kühlschrank ist, tut es wieder da rein oder nicht? Weil, obwohl, ja. Nee, ich muss hier Zeug auswählen. Nee, da komme ich jetzt nicht drum rum. Obwohl, Spinde... Nee, Spindelfrüchte nicht. Wenn dann das Wühlfruchtzeug, alles nur gebratene. Das rohe darf da nicht mehr hinein. Gut, das kann rein, das kann auch rein. Die Feigen eigentlich auch. Pacofilet nicht. Pikant, das Fleisch, ja. Ja. Eigentlich sieht sie jetzt zum Zeitpunkt wieder gut aus. Gut. Und das hier oben nochmal kopieren und nochmal ihn hier anstecken. Und nochmal ein neues Kabel ziehen. Ja, eigentlich hätte ich ganz gerne das Kabel, das hier nichts mehr ist. Dass wirklich die Base schön getrennt ist zum Schluss. Und hier ist irgendwas. Ah, okay. Die Rohrbrücke ist da gerade explodiert, weil es zu warm wurde fürs... Ja. Okay, alles klaro. Und könnt ihr einfach das Eis hier hinlegen? Vielen Dank. Und das hier habe ich auch nur, weil hier die Pflanzen genau hier Pflanzenfleisch haben, was gut tut für meinen Kaloriencounter, aber... Ah, es funktioniert. Da sehen wir es jetzt. Kupferasteroiden sind. Ah, das ist schön, dass das funktioniert. Aber jetzt hat das Teil hier schon wieder nichts mehr und ja. Jetzt wird nichts mehr abgewehrt in dem Eck. Obwohl ich es eigentlich schon auf Prio 9 habe. Hier alles machen dies nicht. Irgendwie ist da ein sehr, sehr großes Problem mit. Vor allem hier ist ja Bleistein und Pythol drin. Das Teil ist das Problem selber. Und hier, Tautropfen. Wird analysiert. Machen wir mal auf Prio 7. Mal sehen, ob dann was passiert. Ja, das Teil werde ich aber auch nicht erleuchten. Das werde ich so wenig benutzen wie nichts anderes zum Schluss. Und hier Wasser, ja. Komm, Prio 8. So, mal sehen, was ich hier noch alles rauskriege. Und hey, das Stück hier ist jetzt endlich fertig. Ich könnte jetzt bald damit anfangen. Und wie ich sehe, wird doch langsam mal alles an meinen Wärmetauschplatten wieder fertig. Wieder einmal. Hey, ich hab's jetzt rausgefunden, wieso die nichts gemacht haben. Das Teil brauchte ja Wissenschaftler, aber meine Wissenschaftler waren bei Bedienung einfach auf 0 eingestellt. Und zwar wirklich, die durften eigentlich nichts bedienen. Deshalb haben die hier das auch nicht gemacht. Dadurch habe ich auch keine Sprenggranaten bekommen. Aber jetzt funktioniert's, genau. Hier staut sich's inzwischen und hier kommen jetzt hoffentlich mal genügend rein. So, dass wir die Meteoritenstürme überleben können. Auf jeden Fall, wenn, ja, das eigentlich soweit zum Schluss dann läuft, habe ich sehr viel weniger Probleme. Apropos, mir gefällt das hier nicht. Dann mache ich mal so hier. Ach, das ist deutlich besser jetzt für mich. Da sieht's aus, als ob es angeschlossen ist. Ist es aber nicht. Gut, hier
Mach die jetzt auch langsam, aber ich muss irgendwie dann gleich einmal bitte schön hier alles rauspumpen. Macht mal 0. Sobald es über 0 ist, sollst du bitte schön angehen erstmal. Und gleichzeitig müssten wir auch noch mal hier ein bisschen Wasser reindunken. Oder auch ein bisschen, ja, Quecksilber. So. Ach, er geht schon wieder an. Ich muss... Na gut. Jetzt ist die Sache, ich muss einen Filter hier definitiv einbauen. Dann benutze ich den hier, glaube ich, als allererstes. Ja, komm, hier machen wir Erdgas. Hier, Erdgas geht zum Schluss, bitteschön, hier. Hier, warte mal. Einen kleinen Moment. Erdgas geht hier rein, dann da wieder raus und zum Schluss da wieder entlang. So, zum Glück habe ich den Filter da dann noch. Und du hier? Funktioniert nicht, weil Überdruck ist. Ach, Menno. Menno. Aber hier, bitteschön, wenn es geht, noch mehr Quecksilber. Je schneller ich es wegbekomme, desto besser. Ich habe hier sogar noch eine ganz schöne Menge. Nur das Blöde ist, ich muss die Pumpe hier jetzt immer wieder lernen, weil es die Sohle hier anzieht. Und ich muss mir unbedingt was einfallen lassen, wie ich dieses Erdgas hier losbekomme. Unbedingt. Apropos, wenn ihr euch fragt, woher ich die ganze Keramik und den Ton bekomme, aus dem Eck hier. So, aber jetzt geht's erstmal weiter mit der Kücheneinstellung. Weil hier rein soll bitteschön Essbares wie Puffer, Filet und Co. Ja, eigentlich erstmal alles, was irgendwie essbar ist teilweise und hohe Moral bringt. Ja, hier noch zartes Fleisch, vielleicht noch, ja, hier die Ölfrüchte und so. Und was kochst du? Ach so, Barbecue kochst du. Genau, weil du kannst dann hier Barbecue... Apropos Barbecue. Kann ich hier auch mal auswählen. Ja, der ist erstmal nur dazu dafür, ja. Eigentlich damit die Essen bekommen, weil die kommen ja nicht daran. Ich könnte theoretisch auch was Offenes machen, aber dafür bräuchte ich am besten flüssiges Nafta. Und das kriege ich nur mit Plastik. Und ich habe nicht wirklich Plastikvorräte dafür. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Den Mist fülle ich ja mit Biodiesel und der sieht noch gut aus. Ja, das sieht ganz gut aus hier. Man kann sich nicht mehr beschweren. Wie sieht's eigentlich? Ach, das stockt immer noch nicht. Wie schade. Ach gut, also das Eck funktioniert soweit. Die machen sogar relativ schön da jetzt inzwischen was. Dann das Eck hier muss ich gleich mal voll und ganz anschließen. Und wir müssten mal überlegen, wo wir die große Halle hinmachen. Das, was ich mir aber auch überlegt habe. Wir machen hier oben so eine Art, ja, sehr großes Krankenhaus hin. Heißt hier so, dann ist das Teil hier auch nicht mehr auf so einem merkwürdigen Podest. Apropos, ihr könnt mal eigentlich ja hier das Ganze abreißen. Und wenn es geht, auch mal hier durchwischen wieder. Dann kann ich den hier auch bald mal herstellen. So, hier funktioniert es jetzt endlich. Juhu. Und hier bitte schon mal extrem Grabenbooster. Das hier sieht noch gut aus und ja. So, das Einzige, was wir eigentlich jetzt nur noch machen können, überlegen, was wir auf dem Planeten machen, um an Öl ranzukommen. Weil ja, eigentlich würde ich ganz gerne hier irgendwie hier runter, damit ich das Öl ranbekomme. Weil wir brauchen... Hier ist einer. Erstmal hier ist Erdöl zweimal, aber hier Kohlendioxidschlot. Ich weiß nicht, wie viel Grad der jetzt macht. Schauen wir mal nach. Kohlen... Mist. Wird so geschrieben.
Kohlendioxid, Schlot. Gibt's hier das nicht? Ah doch, hier ist er. Kohlendioxid, Schlot. Aber sagt nicht bei welcher Temperatur. Das ist jetzt schon wieder schade. Aber na gut, na gut, na gut, na gut. Und ja, da geht's auch weiter. Bald mal fertig, hoffe ich zumindest. Und wir haben hier jetzt ein Vakuum. Also, hier wieder gleiches Mist einstellen und bitteschön den Mist hier wegmachen. Auf Prio 9 bitteschön, wenn es sein sollte. Und wir können hier wieder sehen, hier kommt Absalit durch mit, ja, 10 Grad. Funktioniert doch eindeutig sehr, sehr gut. Und ihr sollt bitte schön nichts davon, obwohl doch ihr... Nee, ihr sollt nichts davon nehmen, das ist auf Prio 1 oder 2 gerade. Also bitte, hört auf davon was zu nehmen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich hier geplant hatte. Irgendwas hatte ich hier geplant, aber ja. Ist irgendwie nicht mehr in meinem Gedächtnis. So, dann kann ich das hier mal machen. Und hier einmal bitte schön durch. Hier kommt definitiv dann das Krankenhaus hin. Wie ich es mit der Toilette mache, weiß ich nicht, weil ich müsste dann einmal hier durch die Base wieder durchführen. Und ich müsste das Teil hier auch irgendwie nochmal verändern. Na gut, das Teil kann ich abreißen, sobald ich die Farm wieder hier unten habe. Aber dafür musste ich erstmal irgendwie mir entscheiden, wo ich die hinpacke wirklich, weil ich bin am Überlegen, die hier dann einfach hinzupacken. Und was ich auch rausgefunden habe, es gibt eine Art... Warte mal, hier, Blumenlamp gibt es. Das macht Algen. Algen brauchen wir streng genommen eigentlich für nichts mehr in der Kolonie. Aber trotzdem nett zu wissen, dass es irgend so ein Lamp gibt, was, wenn es ein Kohlendioxid ist, zu einem Blumenlamp wird und mir dann Algen gibt, bei eigentlich dem exakt gleichen Mist, den es sonst frisst. Und ich würde jetzt schon mal die Folge beenden. Ich weiß nicht, auf wie vielen Minuten wir inzwischen sind. Wahrscheinlich wieder viel zu lang. Und ja, damit war es dann auch wieder. Zumindest, ja, soweit wieder eine kleine Vorführung, wie weit wir in der Base jetzt inzwischen sind, nachdem es einmal komplett nicht mehr funktioniert hatte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns vielleicht auf Raketen vorbereiten. Und bis dann!